Das hier hing in seinem Esszimmer. Er aß jeden Tag davor. Schau es dir an. Dieser Mann mit den aufgerissenen Augen, der eine Gestalt verschlingt. Der Kopf fehlt bereits, der Arm auch. Francisco Goya malte das direkt auf die Wand seines Hauses. Nicht für eine Galerie, nicht für einen Auftraggeber, für niemanden außer sich selbst. Er sprach nie darüber, er erklärte es nie. Er betrat den Raum, setzte sich an den Tisch und aß. Das ist nur das erste Bild. 5 Gemälde. Du hast sie alle schon gesehen. Du dachtest, du weißt, was sie zeigen. Falsch. Eines hängt in einem Berliner Museum. Hitler besaß es. Lenin hatte eine Kopie über seinem Bett. Rachmaninow schrieb dazu eines seiner größten Werke und bereute es, als er das Original sah. Eines wurde von einer Frau gemalt, die während des Prozesses gefoltert wurde. Nicht der Mann, der sie vergewaltigte. Sie. Eines enthält eine Melodie, die man nur rückwärts lesen kann. Und ein magisches Quadrat, das mehr weiß als du. Und eines wurde von einem Mann gemalt, der Leichen in sein Atelier brachte. Nicht als Inspiration, als Requisite. Diese Bilder werden nicht besser, je länger du sie anschaust. Sie werden schlimmer. 5 Gemälde, 5 Geschichten. Abonnier Abgrundgalerie, wenn du keins verpassen willst. Spanien, 1819. Francisco Goya ist 73 Jahre alt, taub seit 3 Jahrzehnten, zweimal schwer krank gewesen. Er kauft ein kleines Landhaus außerhalb von Madrid, Quinta del Sordo, das Haus des Tauben. Er zieht sich zurück, von der Welt, vom Hof, von allem. Und dann beginnt er, seine Wände zu bemalen. Nicht mit Porträts, nicht mit religiösen Szenen. Er malt 14 Bilder direkt auf den Verputz, direkt auf sein Zuhause. Sie zeigen Hexensabbatte, alte Männer, die im Dreck kämpfen, Pilgerprozessionen, die in Panik auseinanderbrechen und Saturn, der sein Kind verschlingt. Dieses Bild hing im Erdgeschoss, im Esszimmer. Goya aß darunter. Schau jetzt auf das Gemälde, nicht auf die Szene, auf das Gesicht. Die Augen sind das Erste, was du siehst. Sie quellen aus den Höhlen, nicht mit Bosheit, mit Panik, mit Angst. Saturn frisst nicht, weil er es will. Er frisst, weil er Angst hat, verdrängt zu werden. Einer seiner Söhne wird ihm die Macht nehmen. Das hat eine Prophezeiung gesagt. Also tötet er sie, eines nach dem anderen. Schau auf die Hände, sie greifen in den Torso. Die Finger drücken das Fleisch zusammen. Kopf und linker Arm des Kindes fehlen bereits. Saturn hält den Rest. Kein Blut, das ist das Verstörendste. Nur Fleisch und Dunkelheit. Warum hat Goya das gemalt? Es gibt keine Antwort. Er hat nie einen Kommentar hinterlassen. Er sprach nicht über seine schwarzen Gemälde. Er nannte sie nicht einmal. Die Namen kamen erst nach seinem Tod, vergeben von anderen. Aber hier ist, was wir wissen. Als Goya dieses Bild malte, war Spanien zweimal in einen Krieg gezogen. Napoleons Truppen hatten das Land verheert. Goya hatte die Gräuel dokumentiert in seinen Kriegsgrafiken, in der Erschießung vom 3. Mai. Er hatte gesehen, was Menschen einander antun. Und er malte Saturn, der Gott, der das verschlingt, was er selbst erschaffen hat. Manche sagen, es ist Spanien, die Krone, die ihr eigenes Volk frisst. Manche sagen, es ist das Alter, das alles nimmt. Manche sagen, es ist Goya selbst, seine eigene Angst, sein eigener Hunger nach Kontrolle. Niemand weiß es. Das Bild gibt keine Antwort. 20 Jahre nach Goyas Tod kaufte ein Baron das Haus. Er ließ die 14 Bilder von den Wänden schneiden und auf Leinwand aufziehen. Ein heikler Eingriff, dabei wurde ein Teil des Gemäldes beschädigt. Das Original zeigte Saturn wahrscheinlich mit einem Detail, das der Restaurator für unzumutbar hielt und entfernte. Was wir heute sehen, ist bereits die zensierte Version.
Aber Goya war nicht der Einzige, der Geheimnisse in seine Bilder einbaute. 300 Jahre vor ihm tat ein Nürnberger Kupferstecher etwas, das bis heute niemand entschlüsselt hat. Nürnberg, 1514. Albrecht Dürer ist 43 Jahre alt. Er ist der berühmteste Maler im deutschsprachigen Raum und er sticht ein Bild in Kupfer, das bis heute niemand vollständig entschlüsselt hat. Schau auf den Kupferstich. Eine geflügelte Frau sitzt vor einem Gebäude. Den Kopf stützt sie in die Hand. Auf dem Schoß hält sie einen Zirkel, aber sie benutzt ihn nicht. Um sie herum Werkzeug, das unbenutzt auf dem Boden liegt. Eine Kugel, ein Hund, ausgemergelt, zusammengerollt. Ein Kind auf einem Mühlstein, das vor sich hinkritzelt. Alles ist bereit. Nichts bewegt sich. Das ist Melancholia, Melancholie, nicht Trauer, Lähmung, die Unfähigkeit anzufangen, den Gedanken zu haben, aber die Hand nicht heben zu können. Jetzt schau nach rechts oben, an die Wand des Gebäudes. Dort hängt eine Metallplatte, ein Zahlenquadrat, 16 Felder, die Zahlen 1 bis 16. Addiere eine beliebige Zeile, 4 Felder, die Summe ist 34. Addiere eine Spalte, 34. Addiere die Hauptdiagonale, 34. Addiere die 4 Ecken, 34. Die 4 Mittelfelder, 34. Jede erdenkliche Kombination ergibt 34. Das ist ein magisches Quadrat, bekannt seit dem 9. Jahrhundert. Aber Dürer hat es verändert. Schau auf die mittlere untere Zeile. 2 Zahlen nebeneinander. 15, 14. Das Jahr, in dem dieses Bild entstand. 1514. Dürer hat das Jahr seines Lebens in die Mathematik eingebaut. Wie eine Unterschrift, die nicht jeder lesen kann. Aber er war noch nicht fertig. Dasselbe Jahr, 1514, ist auch das Sterbejahr seiner Mutter. Barbara Dürer starb im Mai dieses Jahres. Ihr Sohn saß an ihrem Bett. Er beschrieb ihren Tod in einem Brief, wie sie die Hände faltete, wie sie ihm dankte, wie ruhig ihr Gesicht war. 2 Monate später vollendete er Melancholia. Jetzt schau auf den Polyeder, das riesige geometrische Objekt, das in der Bildmitte lehnt. 8 Flächen, 2 Dreiecke, 6 unregelmäßige Fünfecke. Ein Körper, den es vorher nicht gab. Dürer hat ihn erfunden. Oder besser, er hat ihn konstruiert, aus einem Würfel, den er auf eine Ecke gestellt und dann abgeschnitten hat. 500 Jahre Mathematiker haben sich gefragt, warum dieser Körper genau so aussieht, wie er aussieht, was er bedeutet, was er berechnet. Es gibt bis heute keine eindeutige Antwort. Und jetzt schau noch einmal auf die Glocke oben rechts. Der Glockenstrang führt aus dem Bild heraus. Man sieht ihn, aber man sieht nicht, wo er endet. Man sieht nicht, wer ihn hält. Wer läutet diese Glocke? Wann? Die Fledermaus trägt den Schriftzug Melancholia 1. Mit einem I, nicht 2, nicht 3, nur 1. Warum? War eine 2 geplant? Gibt es eine Fortsetzung, die Dürer nie schuf? Niemand weiß es. Das Bild gibt keine Antwort. Nur die Zahlen, immer 34. Egal wie du zählst. Dürer versteckte Zahlen. Die nächste Künstlerin versteckte etwas anderes. Wut. Rom, Mai 1911. Nein, 1611. Artemisia Gentileschi ist 18 Jahre alt. Ihr Vater, selbst ein bekannter Maler, hat sie dem Künstler Agostino Tassi als Schülerin anvertraut. Er soll ihr Perspektive beibringen. Tassi vergewaltigt sie. Er erpresst anschließend ihr Schweigen mit einem Heiratsversprechen. Artemisia schweigt monatelang. Dann erfährt sie, Tassi ist bereits verheiratet. Das Versprechen war eine Lüge. Ihr Vater klagt. Der Prozess beginnt 1612. Schau auf das, was dann passiert. Tassi bringt falsche Zeugen vor Gericht.
Er beschuldigt Artemisia der Promiskuität. Er behauptet, sie hätte es gewollt. Die Richter sind Männer. Das Gericht ordnet an, Artemisias Aussage muss auf ihre Wahrheit überprüft werden. Sie wird gefoltert. Ihre Finger werden mit Schnüren umwickelt und zusammengepresst. Die Seile ziehen sich zu. Knochen brechen fast. Sie steht dazu. Jedes Mal, wenn die Schnüre enger werden, sagt sie das Gleiche. Es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Tassi wird am Ende verurteilt. 5 Jahre Exil aus Rom. Er tritt die Strafe nie an. Und in dieser Zeit, während des Prozesses, malt Artemisia Gentileschi Judith. Schau jetzt auf das Bild. Judith und ihre Magd Abra enthaupten Holofernes. Die biblische Geschichte: Eine Witwe tötet den assyrischen Feldherrn, um ihr Volk zu retten. Ein klassisches Thema. Caravaggio hat es gemalt, Tintoretto hat es gemalt, aber niemand hat es so gemalt wie sie. Schau auf Judith. Kein Ekel, keine Distanz, keine Unsicherheit. Sie hält das Schwert. Abra hilft. Beide Hände der beiden Frauen sind auf der Klinge. Es ist nicht die Arbeit eines Moments. Es ist methodisch, konzentriert. Schau auf das Blut. Es spritzt, es strömt. Der Strahl aus dem Hals von Holofernes. So hat Gentileschi beobachtet, was Blut tut. Sie wusste es. Sie wollte, dass wir es sehen. Und schau auf Holofernes Gesicht. Er leistet noch Widerstand. Die Augen sind halb geöffnet. Er ist nicht tot. Noch nicht. Er versteht, was gerade passiert. Caravaggios Judith hält das Schwert auf Distanz. Ihr Gesicht zeigt Ekel. Sie will nicht berühren, was sie tut. Gentileschis Judith ist direkt dabei. Kein Ekel, Entschlossenheit. Kunsthistoriker stritten jahrzehntelang. Ist das ein Rachebild? Hat Artemisia den Kopf von Tassi gemalt? Die neuere Forschung ist vorsichtiger. Das Bild entstand auch ohne die biografische Deutung als radikale künstlerische Leistung. Die schockierendste und ehrlichste Version dieses Motivs, die die Kunstgeschichte kennt. Aber hier ist die Frage, die bleibt. Sie hat es während des Prozesses gemalt, während ihre Finger gebrochen wurden, während ein Mann, der ihr etwas angetan hatte, ihr sagte, sie hätte es gewollt. Und sie malte eine Frau, die zurückschlägt. Gentileschi malte, was ihr angetan wurde. Der nächste Maler auf dieser Liste ging noch weiter. Er brachte den Tod in sein Atelier. Paris, 1818. Der Maler Théodore Géricault mietet sich ein großes Atelier. Er will ein Gemälde schaffen, das Paris erschüttert. Er ist 27 Jahre alt und hat einen Plan. Wer sein Atelier betritt, muss eine Schwelle überwinden. Den Gestank. Géricault hat Leichenteile in sein Studio gebracht. Gliedmaßen. Einen Kopf, den er von einer Klinik ausgeliehen hat. Wenn er ihn gerade nicht brauchte, lagerte er ihn auf dem Dach, wegen des Gestanks. Daneben Skizzen, Hunderte davon. Géricault hat die Überlebenden eines Schiffsunglücks besucht. Er hat den Arzt Savigny interviewt. Er hat in der Leichenhalle des Beaujon-Krankenhauses die Verfärbungen der Verwesung studiert. Er hat ein maßstabsgetreues Modell des Flosses gebaut. Und er hat eine Szene gezeichnet, die er am Ende nicht malte. Die Skizze existiert noch. Sie zeigt, wie ein Mann am Arm eines Toten nagt. Das echte Bild ist schlimmer, weil es die Szene weglässt und trotzdem alles erzählt. Juli 1816. Die französische Fregatte Medusa strandet vor der Westküste Afrikas auf einer Sandbank. An Bord 400 Menschen. Es gibt 6 Rettungsboote. Sie reichen nicht. Ein Floß wird gebaut. 149 Menschen steigen drauf. Die Boote sollen das Floß ziehen. Nach kurzer Zeit werden die Seile gekappt. Das Floß treibt 13 Tage auf dem offenen Meer. Kein Wasser, keine Nahrung. Die Männer kämpfen gegeneinander. Schwache werden über Bord geworfen.
Was dann passiert, haben 2 Überlebende später dokumentiert. Kannibalismus. Als das Rettungsschiff Argus das Floß findet, leben noch 15 Menschen. Schau jetzt auf Jerichos Bild. Die Komposition ist eine Pyramide. Unten Tote, graugrüne Haut, exakt die Farbe, die Jericho an echten Leichen studiert hatte. Darüber Erschöpfte, die sich kaum noch halten. Ganz oben ein schwarzer Mann, der ein weißes Tuch schwingt. Er schaut nach rechts. Folge seinem Blick. Obere rechte Ecke. Klein, fast unsichtbar. Ein Schiff am Horizont. Das ist der Moment, den Jericho malte. Nicht die Rettung, nicht die Katastrophe. Den Moment dazwischen. Der Moment, in dem alle Hoffnung auf einen einzigen Punkt am Horizont reduziert ist. Das Schiff verschwand wieder. 2 Stunden später kehrte es zurück und rettete die Überlebenden. Jericho stellte das Bild 1819 im Pariser Salon aus. Es war 5 Meter hoch und 7 Meter breit. Die Figuren im Vordergrund waren lebensgroß. Die Zuschauer standen direkt vor den Toten. Ein Kritiker schrieb: „Ich zittere, während ich es bewundere." Das Bild wurde zur politischen Bombe. Der Kapitän des Schiffes, ein Royalist ohne Navigationserfahrung, war vom König persönlich ernannt worden. Seine Inkompetenz hatte die Männer auf das Floß getrieben. Die Regierung wollte vergessen. Jericho erinnerte. Jericho starb 5 Jahre nach dem Gemälde, 32 Jahre alt. Reitunfall. Er hatte die Erschöpfung des Projekts nie ganz überwunden. Basel, 1880. Arnold Böcklin, Schweizer Maler, bekommt einen Auftrag. Eine Witwe namens Marie Berner. Ihr Mann ist jung gestorben. Sie will ein Bild zum Träumen, sagt sie. Böcklin malt eine Insel. Felsen, die steil aus dem Wasser ragen. 5 dunkle Zypressen im Zentrum. Trauerbäume seit der Antike. In den Felsen Nischen, Grabkammern. Ein kleines Boot nähert sich. Ein Ruderer sitzt am Heck, den Rücken zur Kamera. Vor ihm, im Bug, steht eine weiß gekleidete Gestalt. Vor der Gestalt ein Sarg. Das Wasser ist fast glatt. Kein Wind, keine Wellen. Totenstille. Böcklin nannte das Bild nicht die Toteninsel. Dieser Name kam von seinem Kunsthändler. Böcklin selbst sprach von einem Bild, das solche Stille erzeugen soll, dass man erschrickt, wenn jemand an die Tür klopft. Er malte es 5 Mal, zwischen 1880 und 1888. 5 Versionen, jede leicht verschieden. Schau auf die 3. Version, die in Berlin, Alte Nationalgalerie. Schau auf die Felswand rechts, nah an einem der Grabkammerneingänge. Dort, kaum sichtbar, 2 Buchstaben. A, B, Böcklins Initialen. Ab der 3. Version hat er sich in jede Kopie eingeschrieben. In die Felsen, in die Grabkammern, als gehörte er dazu. Er hatte Grund dafür. Böcklin verlor 8 von 14 Kindern. 8. Er kannte die Insel, auf die er malte. Er kannte das Boot. Das Bild wurde zur Obsession eines Jahrhunderts. Reproduktionen verbreiteten sich durch ganz Europa. Nabokov schrieb, man hätte eine in jedem Berliner Wohnzimmer gefunden. Sigmund Freud hatte eine in seinem Büro. Lenin hängte eine über seinem Bett. Adolf Hitler kaufte 1936 die 3. Version auf dem Kunstmarkt. Er hing sie zunächst auf dem Berghof, später in der Neuen Reichskanzlei in Berlin. Dieselbe Insel, über Lenins Bett, in Hitlers Arbeitszimmer. Und Rachmaninow? Rachmaninow sah das Bild 1907 in Paris. Nicht das Original, eine Schwarz-Weiß-Kopie. Die monochromen Farben, die mystische Stille, er war sofort getroffen. Er komponierte eine sinfonische Dichtung dazu. Die Toteninsel, Opus 29. Später, als er das Original in Farbe sah, sagte er: Wenn ich das Farbige zuerst gesehen hätte,
hätte ich die Musik wahrscheinlich nicht geschrieben. Die Schwarz-Weiß-Version hatte eine Kraft, die das Farbbild nicht hatte. Es gibt eine letzte Sache an diesem Gemälde, die niemand erklärt hat. Der Titel sagt Toteninsel. Die Gestalt im Boot ist weiß gekleidet. Vor ihr ein Sarg. Der Ruderer ist Charon, der Fährmann der Untoten. Aber schau noch einmal. Genau. Das Boot fährt zur Insel hin. Es kommt an. Die Seelen kommen an. Böcklin hat nie gemalt, was auf der Insel ist. Er zeigt nur die Ankunft. Was danach kommt, liegt in den Felsen, in den Grabkammern, hinter den Zypressen. Das sieht man nicht. 5 Gemälde. Goya malte seinen eigenen Hunger an die Esszimmerwand. Dürer baute eine Zahl in sein Bild, die bis heute alles bedeuten und nichts bedeuten kann. Gentileschi malte Rache oder Kunst oder beides mit gebrochenen Fingern. Géricault brachte abgetrennte Gliedmaßen in sein Atelier und malte trotzdem nur die Hoffnung. Und Böcklin malte eine Insel, über die sich Lenin und Hitler einig waren. Die Bilder werden nicht harmloser. Je mehr du weißt, desto weiter geht die Grenze zurück. Das ist das Geheimnis der großen Gemälde. Sie enden nicht. Du endest